Heute machen wir ein Ofenbrot. Ein ganz einfaches Brot, belegt mit Tomate und Parmaschinken. Sehr puristisch, sehr simpel. Das könnt ihr im Backofen machen, das könnt ihr auf dem Grill machen. Ihr braucht ordentlich Hitze, 250 Grad. Und wie ich das jetzt mache, das zeige ich euch jetzt. Herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks bei Ratzfatz Schlemm. Lecker leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Wie eben schon angekündigt, machen wir heute ein knuspriges Ofenbrot. Das ist ein Rezept aus der gesunden Mittelmeerküche und das belegen wir dann mit Frühlingszwiebeln und ein bisschen Parmaschinken. Das wird ganz sicher lecker. Und was wir dazu brauchen, habe ich schon mal vorbereitet. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich euch sagen, dass ich mich über einen Daumen hoch jedes Mal freue. Und wer noch nicht abonniert hat, jetzt könnt ihr das nachholen. Wir brauchen dafür 250 Gramm Mehl. Ich habe hier 405er und Vollkorn-Dinkelmehl, also 405er Weizenmehl und Vollkorn-Dinkelmehl zur Hälfte gemischt. Ihr könnt reines 405er Weizenmehl nehmen. Ihr könnt auch den 550er nehmen, je nachdem, was ihr da habt und was euch besser schmeckt. Wir brauchen 2 Teelöffel natives Olivenöl. Ruhig ein gutes Olivenöl nehmen. Dann ein Viertel Teelöffel Salz und wir brauchen 125 Milliliter Wasser. Daraus werden wir uns den Teig machen und der darf dann erstmal 2 Stunden lang gehen, damit er einfach optimal bekömmlich ist. Zum Belegen später brauchen wir Crème légère oder Schmand. Das ist ein sehr guter Esslöffel. 50 Gramm davon. Wir brauchen eine Tomate, eine Lauchzwiebel, 50 Gramm Parmaschinken. Da werde ich allerdings noch den Fettrand ein bisschen entfernen. Wir brauchen Salz, Pfeffer. Wir brauchen ein bisschen Kümmel und ja, so ein bisschen italienische Kräuter. Das ist halt eine Kräutermischung, was euch da am besten schmeckt. Kümmel, das ist hier etwa ein Teelöffel. Italienische Kräuter dürfen ein bisschen mehr sein. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Nun bin ich nicht der große Bäcker, aber ich denke, so ein paar Sachen zusammenrühren, das werden wir auch hinkriegen. Und auch ich. Das heißt, den Viertel Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Öl und das Wasser geben wir hier in die Kuhle. Na gut, das ist wohl mehr als für die Kuhle gedacht. Und dann, ja, verkneten wir das alles zu einem geschmeidigen Teig. Wer besondere Herausforderungen liebt, macht es so wie ich. Allen anderen würde ich empfehlen, eine etwas größere Schüssel zu benutzen. Damit einfach die eigene Hand besser da reinpasst. Gut, wenn der dann so ein bisschen geschmeidiger noch ist als jetzt, dann darf der 2 Stunden lang bei Zimmertemperatur gehen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um den Lauch und die Tomate. Hier vorne die Wurzel wird abgeschnitten und dann in kleine, feine Ringe geschnitten. Die Tomate ist gewaschen und wird in nicht allzu dicke Scheiben geschnitten. Der Teig ist jetzt 2 Stunden lang gegangen. Den holen wir mal raus. Und dann teile ich mir den in 4 gleich große Stücke. Das heißt, erst halbiere ich den
Damit haben wir 4 Portionen und die können wir dann ausrollen und zwar möglichst dünn. Hier mache ich mal Platz. So etwa auf 2 mm. Je dünner der Teig, desto knuspriger wird er. Nachdem der Teig ausgerollt ist, können wir den belegen. Das heißt, wir geben den Schmand drauf. Oder ja, in meinem Fall hier Crème Légère. Belegen den so ein bisschen wie eine Pizza oder wie eine Flammkuchen. So, 50 Gramm Parmaschinken ergaben bei mir 4 Scheiben. Das heißt, ich habe eine Scheibe, also die werden alle klein geschnitten. Ich habe jetzt eine Scheibe hier klein geschnitten und mir halbiert, weil die erste Hälfte kommt vorm Backen rauf. Und die zweite Hälfte mache ich auf das fertige Brot drauf, damit der Schinken dann nicht mitbäckt. Ja, und ein bisschen saftiger bleibt. Dann ein bisschen Kümmel. Ein paar Kräuter. Und ganz wichtig, ein ordentlicher Pfeffer. Frisch gemahlen. So, und dann kommt das alles bei 250 Grad in den Backofen bzw. auf dem Pizzastein im Grill. Der Backofen und auch der Grill, die sind jetzt vorgeheizt. Beim Grill habe ich einen Pizzastein reingelegt, den etwas höher gepackt, damit ich einfach mehr Hitze bekomme und vor allem mehr Oberhitze. Der Grill bei 250 Grad Umluft, volle Pulle. Und jetzt kommt das Brot so für 6 bis 8 Minuten, denke ich, in den Backofen bzw. auf den Grill. So, das erste ist jetzt mundgerecht abgekühlt und ich darf kosten. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber das ist super knusprig. Lecker, echt lecker. Ich hoffe, euch hat das heutige Rezept gefallen. Und natürlich auch das Video. Sollte das so sein, gebt mir doch einen Daumen hoch. Und ich freue mich echt über jedes Abo. So langsam werden wir ja immer mehr und mir macht es echt riesig Spaß. Für die, die mitzählen, das waren heute 9 Dings da. Ja, nicht unbedingt eine Beilage. Muss jeder selber wissen. Auf jeden Fall war es gesund und heute tatsächlich mal ja, salzarm. Ja, auf jeden Fall echt lecker. Ich kann euch das nur ans Herz legen. Und zum Thema Herzgesundheit, da ist das nämlich ganz vorne dabei. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Bleibt gesund, euer Carsten. Ciao.